Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein interessantes Thema. Warum ist der Morgen in Deutschland so ruhig? Ihr lernt neue Wörter, einfache Ausdrücke und hört einen natürlichen Dialog auf Deutsch. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Los geht's! Guten Morgen. Viele Menschen, die nach Deutschland kommen, bemerken etwas sehr schnell. Am frühen Morgen ist es oft überraschend ruhig. Auf den Straßen gibt es wenig Lärm, die Menschen sprechen leise und viele starten ihren Tag ganz entspannt. Das ist für manche Besucher ungewohnt. Ja, das habe ich auch gehört. Aber warum stehen viele Menschen so früh auf? Ist das wirklich so typisch für Deutschland? In vielen Fällen ja. Viele Menschen beginnen ihren Arbeitstag schon sehr früh. Manche stehen um 6 Uhr auf, andere sogar noch früher. Sie möchten genug Zeit haben, um zu frühstücken, sich fertig zu machen und pünktlich zur Arbeit zu kommen. Pünktlichkeit spielt in Deutschland oft eine wichtige Rolle. Das bedeutet also, dass der Tag früher beginnt als in vielen anderen Ländern? Oft ist das so. Viele Büros öffnen schon am Morgen. Auch Handwerker, Verkäufer oder Menschen in Fabriken starten häufig früh mit der Arbeit. Deshalb gehen viele Menschen auch früher schlafen. Wenn man morgens um 6 Uhr aufsteht, möchte man am Abend natürlich nicht zu lange wach bleiben. Das klingt logisch. Und wie sieht ein typischer Morgen aus? Viele Menschen stehen auf, duschen, trinken Kaffee oder Tee und frühstücken. Danach fahren sie zur Arbeit oder zur Schule. Manche hören dabei Musik oder Nachrichten. Andere genießen einfach die Ruhe am Morgen. Für viele ist das die angenehmste Zeit des Tages. Ich kann das verstehen. Am Morgen ist oft alles noch ruhig und entspannt. Es gibt weniger Ablenkungen. Genau. Viele Menschen mögen diese Atmosphäre. Die Geschäfte sind oft noch nicht voll, auf den Straßen ist weniger Verkehr und die Nachbarn schlafen vielleicht noch. Deshalb versuchen viele Menschen, keinen unnötigen Lärm zu machen. Also hört man morgens nicht oft laute Musik oder laute Gespräche? Normalerweise nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber viele Menschen achten darauf, andere nicht zu stören. Besonders in Wohngebieten ist Rücksicht sehr wichtig. Man möchte die Ruhe der anderen respektieren. Das finde ich interessant. In manchen Ländern ist am Morgen schon sehr viel los. Man hört Autos, Musik oder Menschen auf der Straße. Ja, jede Kultur hat ihre Gewohnheiten. In Deutschland schätzen viele Menschen einen ruhigen Start in den Tag. Sie haben das Gefühl, dass sie dadurch besser in den Tag kommen und weniger Stress haben. Und wenn die Menschen dann das Haus verlassen, sieht man oft viele von ihnen gleichzeitig unterwegs sein, oder? Genau, dann füllen sich langsam die Straßen, die Bushaltestellen und die Bahnhöfe. Viele Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu anderen Terminen. Trotzdem bleibt die Stimmung oft ruhig und organisiert. Das stimmt. Auch wenn viele Menschen unterwegs sind, wirkt alles oft geordnet und nicht besonders hektisch. Ja, und genau das fällt vielen Besuchern am Morgen in Deutschland auf. Die Menschen starten früh, ruhig und meist gut vorbereitet in ihren Tag. Wenn man am Morgen in Deutschland unterwegs ist, sieht man oft viele Menschen an Bahnhöfen oder Bushaltestellen. Trotzdem ist es dort meistens erstaunlich ruhig. Ich habe erwartet, dass viel mehr Lärm ist. Ja, das fällt vielen Menschen auf. Morgens benutzen sehr viele Personen öffentliche Verkehrsmittel. Sie fahren mit dem Bus, der Straßenbahn, der U-Bahn oder dem Zug zur Arbeit oder zur Schule. Obwohl viele Menschen unterwegs sind, sprechen die meisten eher leise. Warum ist das so? Sind die Menschen am Morgen einfach noch müde?
Das spielt sicher eine Rolle. Viele sind gerade erst aufgestanden und möchten ihren Tag ruhig beginnen. Manche trinken noch ihren Kaffee, andere hören Musik oder lesen Nachrichten auf dem Handy. Viele möchten einfach ihre Ruhe haben. Ich habe auch bemerkt, dass nicht viele Menschen miteinander sprechen. Genau. Besonders in größeren Städten sieht man oft Menschen, die aus dem Fenster schauen, Musik hören oder einfach nachdenken. Das bedeutet nicht, dass sie unfreundlich sind. Viele möchten am Morgen einfach etwas Zeit für sich haben. Das ist interessant. In manchen Ländern sprechen die Menschen im Bus oder Zug viel mehr miteinander. Ja, das kann man oft beobachten. In Deutschland trennt man häufig die Zeit für Gespräche und die Zeit für Ruhe. Natürlich unterhalten sich Freunde oder Kollegen auch im Zug, aber meistens in normaler Lautstärke. Und was passiert, wenn jemand sehr laut telefoniert? Dann schauen manche Menschen vielleicht kurz hin. Viele finden es angenehmer, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln etwas leiser spricht. Besonders am frühen Morgen möchten viele Fahrgäste keine lauten Gespräche hören. Das verstehe ich. Es geht also auch um Rücksicht auf andere Menschen. Genau. Rücksicht ist hier ein wichtiges Wort. Wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, hilft ein ruhiges Verhalten. So fühlen sich alle wohler. Deshalb hört man morgens oft nur die Geräusche vom Bus oder vom Zug. Die öffentlichen Verkehrsmittel wirken dadurch oft sehr organisiert. Ja, viele Menschen wissen genau, wann ihr Bus oder Zug fährt. Sie kommen rechtzeitig zur Haltestelle und steigen ein. Dadurch entsteht oft kein großes Chaos. Natürlich gibt es manchmal Verspätungen, aber im Allgemeinen läuft vieles geordnet ab. Ich finde auch interessant, dass viele Menschen jeden Tag die gleichen Verbindungen nutzen. Das stimmt. Viele haben feste Arbeitszeiten und fahren jeden Morgen dieselbe Strecke. Nach einiger Zeit kennt man die Abläufe sehr gut. Manche sehen sogar jeden Tag dieselben Personen im Zug oder Bus. Das klingt fast wie eine kleine Gemeinschaft. Ja, manchmal schon. Auch wenn nicht viel gesprochen wird, erkennt man bekannte Gesichter wieder. Das gehört für viele Menschen einfach zum Alltag. Und während die Busse und Züge immer voller werden, bleibt die Stimmung oft ruhig. Genau, die Menschen sind auf dem Weg zu ihren Aufgaben, Terminen und Arbeitsplätzen. Jeder hat sein Ziel vor Augen. Gleichzeitig achten viele darauf, andere nicht zu stören. Deshalb wirken die öffentlichen Verkehrsmittel am Morgen oft ruhig, obwohl sehr viele Menschen unterwegs sind. Und wenn die Menschen dann an ihrem Ziel angekommen sind, beginnt langsam das Leben in den Wohngebieten und Nachbarschaften. Ja, die Straßen werden etwas belebter, Kinder gehen zur Schule, Menschen verlassen ihre Häuser und die Nachbarschaften erwachen Schritt für Schritt zum Leben. Wenn man am Morgen durch ein Wohngebiet in Deutschland geht, merkt man oft, wie ruhig alles ist. Man hört vielleicht ein paar Vögel, manchmal ein Auto oder ein Fahrrad, aber sonst ist es oft sehr still. Ja, das stimmt. Viele Menschen legen Wert auf Ruhe in ihrer Nachbarschaft. Besonders am frühen Morgen versuchen sie, keinen unnötigen Lärm zu machen. Das gehört für viele zum respektvollen Zusammenleben. Was bedeutet das im Alltag? Zum Beispiel hören viele Menschen morgens keine laute Musik. Sie schlagen Türen nicht zu und sprechen vor dem Haus nicht besonders laut. Wenn sie mit dem Hund spazieren gehen oder zur Arbeit fahren, achten sie oft darauf, die Nachbarn nicht zu stören. Das finde ich interessant. In manchen Ländern ist morgens schon viel mehr Aktivität auf der Straße. Ja, das kann man oft sehen. In Deutschland verbringen viele Menschen die ersten Stunden des Tages eher ruhig. Sie frühstücken zu Hause, machen sich fertig und verlassen dann das Haus. Dadurch entsteht nicht so viel Lärm in den Wohngebieten. Gibt es dafür auch Regeln?
Teilweise ja. In vielen Häusern gibt es Hausordnungen. Dort steht oft, dass man besonders früh am Morgen und spät am Abend Rücksicht nehmen soll. Natürlich möchte niemand von lauten Geräuschen geweckt werden. Das kann ich verstehen. Wenn man frei hat oder später arbeiten muss, möchte man vielleicht noch schlafen. Genau. Deshalb versuchen viele Menschen, die Ruhezeiten zu respektieren. Das macht das Zusammenleben oft angenehmer. Die meisten Nachbarn freuen sich darüber, wenn alle ein wenig Rücksicht nehmen. Ich habe auch bemerkt, dass viele Wohnstraßen am Morgen fast leer wirken. Das liegt oft daran, dass viele Menschen bereits unterwegs sind. Sie fahren zur Arbeit oder zur Schule. Andere bleiben noch zu Hause. Deshalb sieht man manchmal nur wenige Personen auf der Straße. Und Kinder? Kurz vor Schulbeginn sieht man natürlich mehr Kinder und Eltern. Aber auch dann bleibt es meistens recht ruhig. Viele Familien haben feste Abläufe und wissen genau, wann sie das Haus verlassen müssen. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass alles geordnet wirkt. Ja, das denke ich auch. Viele Menschen planen ihren Morgen gut. Dadurch gibt es weniger Stress und weniger Hektik. Man hat oft das Gefühl, dass alles seinen normalen Ablauf hat. Wenn ich an solche Nachbarschaften denke, stelle ich mir eine angenehme Atmosphäre vor. Das ist für viele Menschen ein wichtiger Punkt. Nach einem langen Arbeitstag möchten sie nach Hause kommen und sich entspannen. Deshalb schätzen sie ruhige Wohngebiete. Die Ruhe am Morgen ist ein Teil davon. Also geht es nicht nur darum, keinen Lärm zu machen, sondern auch darum, ein gutes Miteinander zu haben. Genau. Rücksicht, Respekt und Ruhe sind für viele Menschen wichtige Werte. Sie helfen dabei, dass sich alle in ihrer Nachbarschaft wohlfühlen können. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum so viele Menschen diese morgendliche Ruhe genießen. Ja, wenn der Tag ruhig beginnt, fühlen sich viele entspannter. Diese Atmosphäre schätzen viele Menschen sehr und möchten sie nicht missen. Wir haben heute über den frühen Start in den Tag, über öffentliche Verkehrsmittel und über ruhige Wohngebiete gesprochen. Jetzt verstehe ich besser, warum die Morgenstunden in Deutschland oft so ruhig wirken. Ja, und viele Menschen mögen genau das. Für sie ist die Ruhe am Morgen etwas sehr Positives. Sie haben das Gefühl, dass sie dadurch besser und entspannter in den Tag starten können. Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn direkt nach dem Aufstehen schon viel Lärm da ist, fühlt man sich manchmal gestresst. Genau. Viele Menschen möchten morgens nicht sofort unter Druck stehen. Sie trinken in Ruhe ihren Kaffee oder Tee, frühstücken und sammeln ihre Gedanken für den Tag. Das hilft ihnen, sich besser zu konzentrieren. Manche Menschen sagen sogar, dass der Morgen ihre Lieblingszeit des Tages ist. Das hört man tatsächlich oft. Am Morgen ist die Luft frisch, die Straßen sind noch nicht so voll und vieles wirkt etwas langsamer. Viele genießen diese besondere Atmosphäre. Ich glaube, die Ruhe hilft auch dabei, gute Laune zu bekommen. Ja, das kann gut sein. Wenn der Tag ruhig beginnt, fühlen sich viele Menschen ausgeglichener. Sie starten oft mit weniger Stress und mehr Energie in ihre Aufgaben. Deshalb gehen manche Menschen auch gerne früh spazieren oder fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Genau, sie genießen die ruhigen Straßen und die angenehme Stimmung. Manche hören dabei Musik, andere hören einen Podcast oder genießen einfach die Stille. Das klingt wirklich schön. Oft denkt man bei großen Städten an Hektik und Stress. Natürlich gibt es auch hektische Tage, aber selbst in größeren Städten versuchen viele Menschen, die ruhigen Momente am Morgen zu nutzen. Das gehört für viele zu einem guten Start in den Tag. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Menschen Rücksicht aufeinander nehmen.
Ja, wenn alle ein wenig aufeinander achten, profitieren alle davon. Die Nachbarschaft bleibt angenehm, die öffentlichen Verkehrsmittel bleiben ruhiger und der Morgen fühlt sich entspannter an. Also ist die Ruhe am Morgen nicht einfach nur Zufall? Nein, meistens nicht. Sie entsteht durch Gewohnheiten, Respekt und den Wunsch nach einem angenehmen Start in den Tag. Viele Menschen schätzen diese Atmosphäre und möchten sie erhalten. Jetzt verstehe ich viel besser, warum Besucher oft sagen, dass die Morgenstunden in Deutschland so ruhig sind. Genau, es sind viele kleine Dinge, die zusammenkommen. Der frühe Tagesbeginn, die ruhigen Fahrten mit Bus und Bahn, die Rücksicht in den Nachbarschaften und der Wunsch nach einem entspannten Start machen den Morgen für viele Menschen besonders. Und vielleicht lohnt es sich manchmal, selbst etwas früher aufzustehen und diese Ruhe zu erleben. Ja, vielleicht entdeckt man dann eine ganz neue Seite des Tages. Man merkt, dass Ruhe nicht langweilig sein muss. Oft gibt sie uns genau die Energie, die wir für einen guten Tag brauchen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch geholfen, den ruhigen Morgen in Deutschland besser zu verstehen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und hört weiter Deutsch im Alltag. Langsam, klar und natürlich. Der Morgen. Der Morgen in Deutschland ist oft sehr ruhig. Ich trinke am Morgen gerne Kaffee. Die Ruhe. Viele Menschen schätzen die Ruhe am Morgen. Nach der Arbeit brauche ich ein bisschen Ruhe. Die Nachbarschaft. In der Nachbarschaft soll man Rücksicht nehmen. Unsere Nachbarschaft ist freundlich und ruhig. Die Rücksicht. Rücksicht ist im Alltag sehr wichtig. Im Zug sollte man Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Der Alltag. Der ruhige Morgen gehört für viele Menschen zum Alltag. Im Alltag helfen kleine Routinen gegen Stress.